Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich auf Outdoor Kitchen, meinem Kochkanal. Ja Leute, heute zeige ich euch das Superfood schlechthin, und zwar werde ich heute eine Knochenbrühe kochen. Ja, Knochenbrühe, das ist eines der gesündesten Lebensmittel schlechthin. Das bildet eine wunderbare Basis für Suppen jeglicher Art. Und ja, das ist ein altes Allheilmittel. Das wurde früher in den Krankenhäusern den kranken Menschen serviert, um sie aufzupäppeln. Und ja, wie man die zubereitet und welche gesundheitlichen Vorteile so eine Rinderknochenbrühe hat, das zeige ich euch in diesem Video, Leute. Also bleibt dran. So, kommen wir nun zu den Zutaten. Für eine Knochenbrühe brauchen wir logischerweise Knochen, was die Hauptzutat ist. Ich habe hier 2 Kilo Rindermarkknochen. Ich bevorzuge es, Knochen von Weidetieren zu verwenden, sprich von Rindern, aber im Prinzip könnt ihr jegliche Art von Knochen verwenden. Rindermarkknochen sind für eine Knochenbrühe jedoch ideal. Ja, das erste, was ich jetzt mache, ist, ich erhitze die Pfanne ohne Fett. Darin werde ich die Rindermarkknochen von beiden Seiten etwas anrösten, bis sie goldbraun sind, und dadurch entwickeln sich Röstaromen, und die Knochenbrühe schmeckt einfach viel besser. Die soll ja nicht nur gesund sein, sondern auch gut schmecken. Und ja, das könnt ihr entweder in der Pfanne machen oder im Backofen. Einfach nur die Knochen auf ein Gitterrost legen und für 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen schieben. So, nachdem die Knochen von beiden Seiten schön goldbraun angeröstet sind, nehmen wir die Pfanne von Herd und geben die Knochen in einen großen Topf hinein. Und jetzt nehme ich 5 kleine Zwiebeln, die werde ich in der Mitte halbieren. Und ebenfalls mit der Schnittseite kurz in der Pfanne anrüsten. Die angerösteten Zwiebeln geben wir ebenfalls mit in den Topf mit Schale. Dadurch kriegt die Knochenbrühe hinterher eine schönere Farbe. Und was wir jetzt noch dazu geben, das sind 5 zerdrückte Knoblauchzehen für etwas mehr Aroma. Und Knoblauch ist ja auch sehr gesund. An Gewürzen gebe ich noch hinzu 1 Teelöffel schwarze Pfefferkörner, einen halben Teelöffel Gewürznelken, sowie 5 Lorbeerblatt. Und was ganz wichtig ist, Leute, verwendet bitte kein Salz. Durch den Osmoseprozess würde das Salz die Gelatine am Knochen binden, und das Ganze würde dann quasi nicht gelieren. Dann habt ihr auch kein Kollagen. Und ja, wie gesagt, ich salze die Knochenbrühe überhaupt nicht und verwende sie ja hinterher als Basiszutat für eine Rindersuppe zum Beispiel. Da wird das Ganze sowieso nochmal zum Schluss mit Salz abgeschmeckt. Und ja, wie gesagt, bitte nicht salzen, und wenn, dann erst zum Schluss, wenn die Knochenbrühe fertig ist. Und nun gieße ich 5 Liter kaltes Wasser auf. Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Zutat. Ich habe hier 100 Milliliter Apfelessig. Warum das? Rinderknochenbrühe enthält 2 ganz wertvolle Inhaltsstoffe, und zwar Kollagen und Calcium. Calcium ist sehr wichtig für die Knochen, Haare und Nägel, und um die maximale Menge an Calcium aus den Knochen herauszuziehen, brauchen wir Apfelessig, und nicht zu knapp. Deswegen gebe ich 100 Milliliter
Apfelessig mit dazu. Ja, der Essig trägt dazu bei, den pH-Wert in dem Wasser zu senken und dadurch löst sich das Calcium viel besser aus dem Knochen. Und ja, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Wert auf das Calcium legt, dann könnt ihr den Essig natürlich auch weglassen. Aber wie gesagt, ich kann es euch empfehlen, gebt da 100 Milliliter Apfelessig mit dazu und dann habt ihr eine echte Calciumbombe. So Leute, jetzt lassen wir die Knochenbrühe kochen, wobei Kochen eigentlich der falsche Ausdruck ist. Ich werde das Ganze erhitzen bis kurz unter den Siedepunkt von 100 Grad, dann werde ich die Hitze reduzieren. Auf dem Herd ist es ungefähr die Stufe 3 und dann lassen wir das Ganze ungefähr 8 Stunden lang langsam garen. Ja, der Hintergrund ist, wir wollen ja so viel Kollagen wie möglich rausholen. Kollagen schmilzt ab einer Temperatur von 60 Grad und wandelt sich in Gelatine um. Deswegen werden wir das Ganze 8 Stunden lang langsam vor sich hin köcheln lassen. Und ja, man hört immer wieder Kollagen, Kollagen. Was ist eigentlich das Besondere daran? Ja, Kollagen ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Viele Beauty-Produkte wie teure Hautcremes, die enthalten Kollagen. Und ja, das ist ein körpereigener Eiweißstoff. Wir produzieren den ein Leben lang. Der Nachteil ist, je älter wir werden, desto weniger produzieren wir davon. Kollagen ist wichtig für die Haut, für das Bindegewebe, für Magen-Darm, für den Verdauungstrakt, hat viele Vitalfunktionen. Und ja, das ist auch der Grund durch die Abnahme der Kollagenproduktion, warum die Haut altert, warum wir Falten kriegen und irgendwann alt und hässlich sind. Das heißt, Kollagen ist nicht nur gesund, es macht dich auch, es macht dich auch schön. So, kurz bevor die Knochenbrühe aufkocht, nehme ich den Topf vom Herd, rühre das Ganze einmal um. Reduziere die Hitze. Und koche das Ganze langsam 8 Stunden lang auf niedriger Hitze weiter. Ja, nach insgesamt 7 Stunden Kochzeit, da sind die Knochen weitestgehend ausgekocht und die Flüssigkeitsmenge hat sich ungefähr um die Hälfte reduziert. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich schnippel noch etwas Suppengemüse klein. Ich habe hier 3 Karotten, etwas Stangensellerie, eine halbe Knolle Fenchel und etwas Lauch. Das schneide ich klein und gebe es mit dazu. Und das Ganze wird dann noch mal 1 Stunde auf niedriger Flamme geköchelt. Ja, was ich gesehen habe bei vielen Rezepten für Knochenbrühe, geben die Leute das Suppengemüse direkt von Anfang an mit dazu und ich finde, das ist falsch, weil wenn du Suppengemüse sehr lange kochst, dann setzt das Bitterstoffe frei und das Zweite ist, du zerkochst ja alle Vitamine und das muss ja nicht sein, deswegen 1 Stunde vor Schluss Suppengemüse klein schnippeln, mit dazugeben und 1 Stunde langsam köcheln lassen. Dann schmeckt das Ganze noch viel besser und mehr Vitamin. So, nach insgesamt 8 Stunden Kochzeit ist die Rinderknochenbrühe fertig. Man kann sie zwar auch länger kochen, bis zu 20 Stunden, um noch mehr Kollagen herauszuholen, aber ich finde, eine Kochzeit von 8 Stunden ist vollkommen ausreichend. Jetzt nehme ich eine Schaumkelle und hole die groben Stücke wie Knochen und Gemüse heraus. Und dann setze ich ein Sieb in einen Topf,
und gieße die restliche Brühe ab. So, schaut euch das mal an. Es ist schön viel Gelatine herausgekocht worden. Die Brühe ist schön zähflüssig. Und was wir jetzt machen ist, ich setze einen Deckel drauf und stelle die Brühe die Nacht über in den Kühlschrank. So, nachdem die Brühe abgekühlt ist, hat sich oben eine Fettschicht gebildet. Die müssen wir entfernen, da die Knochenbrühe ansonsten ranzig schmecken würde. Das mache ich mit einem Löffel. Und jetzt wird die Brühe noch mal kurz aufgekocht. Und damit wir eine schöne, klare Knochenbrühe erhalten, gieße ich das Ganze nochmal durch ein Passiertuch. So, meine lieben Kochfreunde, das war's für heute. Das war mein Rezept für gesunde Rinderknochenbrühe mit schön viel Kalzium und Kollagen drin. Und ja, das Ganze könnt ihr entweder im Kühlschrank aufbewahren, hält sich ungefähr eine Woche, oder ihr friert es ein, oder was besonders gut ist, ihr tut es einwecken, gut eingeweckt, hält sich die Rinderknochenbrühe an einem dunklen und kühlen Ort locker mal 2 Jahre. Oder ihr macht es einfach so wie ich. Ich fülle das Ganze in Marmeladengläser, die Gläser koche ich vorher aus und dann fülle ich die heiße Rinderbrühe hinein. Dann stellt ihr das Glas ungefähr für 5 Minuten auf den Kopf, dreht es wieder um und ja, hält sich locker mal ein halbes Jahr. Ja, die Rinderknochenbrühe ist eine tolle Basis für Suppen. Ich nutze es auch für Eintöpfe. Und ja, ein Geheimtipp von mir, probiert es mal aus. Rinderbrühe, wenn ihr Frikadellen macht, dann gebt ihr mal 200 Milliliter von der Rinderbrühe mit zu der Hackmasse dazu. Und ihr werdet staunen, was ihr für leckere und fluffige Frikadellen kriegt. Und ja, ansonsten gebe ich euch den Tipp, spart nicht am Essig, zieht an Nährstoffen raus, was geht. Und ja, die Rinderbrühe ist sehr gut, wenn ihr mal Verdauungsbeschwerden habt oder Gelenkschmerzen oder erkältet seid. Und glaubt mir, Leute, ein Teller hiervon und ihr seid wieder fit. Ansonsten, Leute, ich freue mich natürlich über Kommentare, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Matti.